Willkommen zurück zu einer neuen Folge The Forgotten City. Wir versuchen es nochmal hier mit dem, naja Gott, ist das ja nicht wirklich, mit diesem Außerirdischen. Na egal, das müsste schon die letzte Tür sein, oder? So, ich hab's immer noch nicht ganz verstanden, wo ich jetzt in... Ihr Gemach. Sie sagt, ich soll in ihr Gemach gehen und ihre Krone mitnehmen. Aber, hä? Wo ist das? Wie komme ich da hin? And here you are. Allow me to introduce myself. As you have already gathered, I've been known by many names. No girl to the Sumerians. Ich überspringe mal ein bisschen, ja, weil wir ja den größten Teil des Dialogs hatten wir ja schon. As a reward. Was ist eure Geschichte? My story is many thousands of years. Ihr seid ein Gott. It is a matter of perspective. Your ancestors revered me because, despite all that, there are rules even art. Warum seht ihr wie ein Mann aus und klingt My kin and I all adopted it. In time we grew. Darf ich eure wahre Gestalt sehen? Nein, Proserpina verbietet das. Long ago I swore to Proserpina that. Wer ist die Frau zu eurer Linken? This is my. Like me, she has been, or perhaps, your gaze lingers too long. Was ist, wer ist Sharon? Wissen wir ja alles schon. You would have Kumutabal to the Sumerian. Her role for that. You will talk more later. For now, ask your questions. Lasst uns über etwas anderes. As you wish. Was ist dies für ein Ort? It has come to be known simply. Ja. Wie hoch war der Einsatz? That is a long story. You see, long ago, sie waren alle unsterblich und wolltet uns vernichten und Proserpina hat für uns... You all but destroyed yourselves. Yet Proserpina saw raw potential in you and persuaded the rest of us it would be squandered without our intervention and stewardship. So we revealed ourselves to your people in a place called Sumer. For a time you flourished. We had sown the seeds of... My kin had seen enough and gave up on your kind, condemning you as barbaric and chaotic, scarcely more than animals. But my Proserpina could not bear to abandon your kind without guidance, and knowing it would force the rest of us to leave her behind, she made an extraordinary sacrifice. She gave up her immortality to descend and so she began her inescapable trajectory. Horrified, I acted swiftly. I placed her in suspended animation in a deep frozen and then I pleaded with Proserpina's father, who the Romans called Jupiter, to bring her with us. It was and is my hope that once there, but he refused. I did everything I could to persuade him, but he would not relent. He would rigid. Humans were unworthy of ascension to Elysium, and no exceptions would be made. But seeing that I was aggrieved, he proposed a wager, the terms of which were as follows. If even one human city could prove itself capable of living without sin for a single year, then Proserpina and all of humanity would be permitted to join us in Elysium. My part would be to remain behind, the last of my kind, to watch over you. And so my reward has been to languish here, enduring a 3,000-year winter, waiting for the day your kind, so that I might take her with me to Elysium and unthaw my goddess of springtime. And here I am, after all this time, still waiting. Ja, okay. Ich gehe mal den ganzen Dialog nochmal durch. Wir hatten, glaube ich, alles schon. Wer sind eure Verwandten? Die gehören an Götter, klar. Our leader, and of course. Wer hat die Stadt gebaut? As the first wave of your kind arrived from Sumer,
I had them build the entrance as a vertical shaft leading to... I watched wave after wave of Sumerians arrive. Of course, believing themselves to be the After another 1,000 years, the Greeks began to arrive. They built upon the underworlds of their predecessors. Wie habt ihr entschieden, wer herkommt? Durch die To ensure 1000 the wager was Silbermünzen. fair, it was important that my subjects were chosen at random. To this end, I had my servant distribute 1,000 tokens fashioned from silver, a rare element at the time, across all of Sumer. Whoever died while in possession of one of them would be located by my servant and ferried to this place, with no memory of how they arrived. As the tokens were discovered, they were traded, smelted, and fashioned into trinkets, and eventually coins, spreading to Egypt like seed. Later, when they spread to Greece, they would come to be known as... Some placed coins in the mouths of their dead, hoping they would awaken here, though they had no way of knowing which coins were fashioned from the original tokens. In fact, almost all of the tokens are accounted for. Only 2 remain. And so after this wave destroys itself, as it is destined to do, your kind will have squandered the last of its potential to ascend beyond this rock, and Proserpinas along with Aber it. wenn alle außer 2 zurück sind, wahrscheinlich Elvers und meine Münze oder sowas war, keine Ahnung. Aber das heißt, ich bin auch tot. Was mich noch wundert ist, dass obwohl Proserpina oder Persephone da in Stasis ist, okay, sie kann irgendwie mit uns reden, das kann ich mir noch vorstellen, aber wie sie dieses Portal, diese Zeitportal öffnen kann und wie ihm das entgeht, dass sie das macht, obwohl sie ja dieselbe Technologie benutzen, theoretisch, und vor allen Dingen, wie sie das macht in Stasis. Aber gut, nehmen wir mal so hin. Wie haben die Menschen von der Unterwelt erfahren? It is a regrettable Ja, story. mehrere Leute, die One of da... the first men to be rid of him, I returned him to his people. But the erasure did not. Ja, His davon tales were geträumt. committed to Epos von writing, Gilgamesch, ja, which came ja. to be known as the Epic Also of hatte Gilgamesh. Gerda mal wieder recht, His Gilgamesch, words twisted Epos and von distorted Gilgamesch, over aber generations. nicht die Later, the Hittiter, Egyptians would sondern adapt Sumer's die stories of the Sumerer. underworld, making them wildly intricate and labyrinthine. Then, when the Greeks began to arrive, they proved far more cunning. And in a series of incidents that will not be repeated, 5 of them escaped. A warrior named Heracles, 2 kings named Sisyphus and Theseus, a poet named Orpheus, and a Trojan named Aeneas. They each told embellished tales of this place, how to get here. And so from Sumer to Egypt, Greece to Rome, your kind has always told each other stories Ja, about ja, this ja. place. So, lasst uns über etwas Of anderes course, reden. Seid ihr über die goldene Regel that is verantwortlich? merely the name your people have given to it. Warum die Leute in Gold verwandeln? Gut, die Story haben wir auch schon gehört. Diese beiden Frauen da, die eine hat die andere umgebracht. That und is so. a story dating back to the very... Now, yeah. draped herself. Seen this... Well, she checked, but I took the... And I left, but that was... So, and to the suspense... So, also seid ihr für alles das Löschen all dieser Leben verantwortlich. Wo kommen diese goldenen Bögen? Was ist für euch eine Sünde? Woher wisst ihr, wie und wann jemand eine Sünde... Gehen wir noch mal einen Schritt zurück, weil da noch andere Very well. Möglichkeiten waren. Seid ihr für die That goldene is Regel? merely the... Ach nee, okay. Dachte, da kam noch eine Zwischensache. Gut. Seid ihr für das Erlöschen von Leben? I give your kind a second chance. Ja, alone, in gewisser as well Weise as ample warning sind die about Leben ja the alle law. schon erloschen. And when you disobey, and you always... And so you ask if I am the one destroying your lives. And you destroy... Woher kommen diese goldenen Bögen? When my kin departed, they left behind many... The golden bow originally belonged to one of my kin. As my collection of golden statues grew, I chose the most ferocious and tasked them with... Was ist für euch eine Sünde? I've always no attempt to lay out rules like your Code of Hammurabi or your 12 Tables of the Roman Republic can ever cover all possible scenarios.
This should come as no surprise to you, since the Egyptians made a rudimentary, the Greeks, the Romans stole it, even it is yet none. Es wird nicht so einfach anzuwenden, wie es klingt. Es scheint fast so, als hättet ihr daran fest. Nur so gelebt, ja. Letztes Mal haben wir diese Antwort gemacht. Oder hatten wir die und dann die? Ist ja nicht mehr. Also die... Ja, die wäre auch hier... Also, ich glaube, ihn zu belügen bringt auch nichts. Also... ich gehe mal hier den... Wir haben ja diesen Dialog geübt im Prinzip mit dem Typen unter der Stadt. For you, perhaps. So, aber warum die Leute... Woher wisst ihr, wann jemand eine Sünde begeht? I'm able to commune with all of the statues in the city. Ja, das wissen wir ja schon. Mit den Statuen verbunden. Then what an odd... Ja, ich habe hier schreckliche Dinge, die euch keine Sünde waren. Wie könntet ihr zulassen, dass solche Sachen geschehen? Do you plan to speak in sweeping generalizations? So, Selbstmord, Preistreiberei für Lebensmittel, Schuldknechte, Experimente an den goldenen Statuen. Ich denke, aber das wird natürlich immer dazu führen, dass er sagt, ja, dann dass ich recht habe, die Leute haben ihr Recht verwirkt, hier weit dazu. Ich mach mal das. Letztes Mal hatten wir das. The midwife in the palace, yes. How is that inconsistent with the rule? Sie würden nicht wollen, dass man an ihr herumexperimentiert, nachdem sie vergoldet wurde. The rule is do unto others, meaning other people. Those statues are something else now. Bloodless shadows, mere shapes of their former selves. They are forsaken. What happens to them is no concern of mine. Verstehe. Ja, extrem wörtlich, scheint mir auch so zu sein. Und vor allen Dingen, dass die Leid empfinden offenbar trotzdem immer noch. Und Schmerzen scheint ihn komplett zu ignorieren. So scheint er komplett. Ach nun, das ist plötzlich. Wenn unsere Sprache voller Zweideutigkeit ist, macht das die Regel dann nicht in der Natur aus subjektiv und unzuverlässig. Supposing you are right, then my laws ja, wir laufen immer auch in diese Falle. Should turn you all to gold immediately. Is that what you want? Nein, natürlich nicht. Ich habe recht und das wisst ihr. Das haben wir letztes Mal gemacht. Vergesst das bitte. Now tell me, what other sins do you believe I have overlooked? Wird nicht besser als Unterschied von Mensch und Recht als Unrecht als jeder Mensch. Ich denke, darauf wird es am Ende hinauslaufen. Preistreiberei. How is that inconsistent with the... Habe ich ja schon erklärt, wie ich denke. Ich denke, der Unterschied ist einfach in der Höhe des Preises. Er akzeptiert durchaus... I disagree. Having watched this merchant, that is precisely what he would expect from others. Ja, and he would be quite capable of paying the price anyway. Aber nur solange er sich den Preis auch leisten kann. Wenn du jetzt von mir aus 100.000 Dinare oder so verlangen würdest, oder was auch immer er nicht mehr bezahlen kann, und dann noch das 10-fache drauflegst, dann würde er da auch über die Ungerechtigkeit lamentieren. Ich gehe mal trotzdem in die Spekulation, weil er immer genau das macht. Wir kommen hier nämlich dazu, dass er selbst sagt, die Regel ist, es geht immer um Spekulation, es geht um Auslegung und so. Mal sehen, wie weit ich ihn da treiben kann. Ist sie dadurch nicht grundsätzlich subjektiv und unzuverlässig?
Und ihr glaubt, ihr kennt die Gedanken anderer Menschen. Supposing you're right, then my law's been broken, and I should turn you all to gold immediately. Is that what you want? Nein, natürlich nicht. Now tell me, what other sins do you believe I have overlooked? Selbstmord ist keine Sünde in dem Sinne. Entführung schon. Schuldknecht ist im Prinzip dasselbe, ist das, was ja sozusagen hier... Abduction? You mean the magistrate imprisoning his daughter in the cistern, I take it? He did so because she sought to escape, a sin I take particularly seriously. Better that he stops her from escaping, albeit brutishly, than I have to wipe out this entire city to punish her. Wouldn't you agree? Das sehe ich nicht so. Supposing you're right, and my law's been broken, and I should turn you all to gold immediately. Is that what you want? Nein, natürlich nicht. Now tell me, what Wir other gehen mal alle sins durch. do you Mal sehen. believe I Aber ich glaube nicht, dass wir werden Schuldknecht schaffen. You speak of the moneylender. How is that inconsistent with the rule? Er wurde nicht wegen eines Darlehens in einem 30-jährigen Arbeitsvertrag gefangen sein wollen. And he would never have signed a contract pledging his labor for 30 years. All he did was enforce the terms of a contract signed voluntarily by others. Das ganze Konzept ist wie Sklaverei. Sie ist unethisch. Sie ist nach internationalem Recht verboten, wo ich herkomme. Ich versuch's mal, aber ich glaube, das ist gefährlich, weil ich ja scheinbar nicht weiß, dass ich aus der modernen Zeit komme. Ignoring your irritating sense of moral superiority. This is interesting. I'm curious, how do people escape poverty where you're from? Es ist üblich, einen Kredit um ein Haus zu verkaufen und an manchen Orten um eine Ausbildung zu bezahlen. Ja, das ist jetzt ein sehr amerikanisches Konzept. I see. And how long might it take such a person to repay their debt? I fail to see how your system of loans is significantly different to a debt bondsman signing over his labor for 30 years. Das ist nicht ganz das Gleiche, aber sehr, sehr ähnlich, sehr dicht dran. Ja, da hat er nicht Unrecht. Supposing you're right, and my law's been broken, and I should turn you all to gold immediately. Is that what you want? Nein, natürlich nicht. Now tell me, what other sins do you believe I have overlooked? Selbstmord. Ich mach's mal, auch wenn ich da Schwierigkeiten mit habe. I've seen no such thing, but in any case, taking one's own life is a self-directed act. Ja. It is not one that is done to others, however they may be affected by it. Therefore, it cannot be said that one who commits suicide has done anything unto others. Now tell me, what other sins do you believe I have overlooked? So, kein Wunder, dass die Leute sagen, okay, jetzt machen wir mal das. Wir haben, also leider mit, ja, ich dachte mir schon, also die beiden entscheidenden Argumente sind im Prinzip die, wo wir ihn ein bisschen dazu gekriegt haben, zuzugeben, dass er selbst mit der Auslegung dieser der Regel und was Sünde ist, Schwierigkeiten hat, aber nicht genug, um ihn von irgendwas zu überzeugen. Wir versuchen mal, ihn jetzt hier zu attackieren, was letztendlich wahrscheinlich wieder zu seinem Wutausbruch führen wird. Do you honestly think you could do better? Nein, aber genau das meine ich ja. Niemand kann absolut perfekte Entscheidungen darüber treffen, was richtig und was falsch ist. Die Macht sollte niemand haben, ihr seid zum Tyrannen geworden. Ich versuch's mal hiermit, weil das ist Quatsch. I should strike you down for that. Und wenn ihr das tätet, würdet ihr meinen Standpunkt bestätigen. Ja. Nur weil ich mit dir nicht übereinstimme und dich anzweifle, würdest du, ja, in einer sehr menschlichen Wutreaktion mich niederstrecken. Now, did you have any other questions before your reckoning? Ja, leider sind wir jetzt, glaube ich, mit allem durch. Very well.
Das war alles. Good. Then now it is time for your reckoning. Only, it seems, something is wrong. It has long been within my power to see into the hearts of mortals and weigh their deeds in life. But when I peer into you, I see only a blank slate, as if you did not exist until you appeared in this city. How is this possible? Charon, where did you find this one? I do not remember ferrying you. How did you come here? Komme ich aus der Zukunft? Ist es weise, ihm das zu verraten? Wir versuchen es mal mit Ironie, obwohl ich glaube, dass sie das nicht gut darauf reagieren werden. You would have us believe that my servant merely forgot bringing you here. Ich habe mich versprochen. Okay, er kann nicht in mein Herz. Ja, obwohl er weiß, wenn ich lüge. Das wird er erkennen. Also befürchte ich. If that is true, then I sense the individual. Ja, ich befürchte, dass ich halt habe. Damit verrate ich Proserpina. How did you come to be in this time, mortal? Who brought you here? We cannot know. Ich hatte mir von euch eine Antwort auf diese Frage erhofft. Ja, wir versuchen es mal hiermit. I do not know. My kin departed long ago, and Proserpinas slumbered for 3,000 years. Solltet ihr das nicht wissen als Gott der Unterwelt? Was bedeutet wohl, dass ihr nicht alles wisst, was hier geschieht? Gutes Argument wird ihn aber... Solltet ihr das nicht wissen als Gott der Unterwelt? Ja, ich greife ihn mit meinen an. Die Frage ist, mit welcher Aussage greife ich ihn mehr an? Tread lightly, mortal. Ja. Enough of this. It seems I will need to put your reckoning on hold for now. But answer this. Why have you come here? What is it you seek? Antworten. Ich möchte, dass ihr die goldenen Regeln erinnert. Ich bin einfach nur weg. Ich bin hier, um euch zu töten. Nee, ich möchte die goldene Regel beenden. Your hubris is amusing, so I will allow you to make your case. But I warn you, if you anger me or waste my time with lies or wrong-headed arguments, you face death here. So, tell me, why should I put an end to the so-called golden rule? Wenn ihr das aus Liebe macht, solltet ihr wissen, dass Proserpina euch nicht liebt. Wie könnt ihr von uns erwarten, frei von Sünde, wenn ihr es nicht einmal selbst schafft? Die goldene Regel kompromittiert und sorgt dafür, dass ihr niemals den Einsatz gewinnt. Ja, ich glaube, das ist das Entscheidende, aber wird er darauf reagieren? Also der Angriff ist zu hart, den wird er zurückweisen, da wird er sauer werden. Und hier verrate ich wieder, dass ich in Kontakt mit Proserpina stehe. Ich versuch's mal hiermit. How so? And be specific. You have made a grave allegation, and I expect you to back it up. Decius preist die lebensrettende Medizin an, weil er weiß, dass niemand sie mit Gewalt nehmen kann. Rufus ist so paranoid geworden, dass er auf Schatten wie Virgils Sexualität anspringt. Mioral hat Menschen gefangen, indem er sie davon überzeugt hat, dass eine Rebellion euer Gesetz brechen würde. Mir fallen keine Beispiele an. Doch, die Beispiele sind... Also das letzte Beispiel ist vielleicht nicht ganz gut, weil das darauf hinausläuft, ja, Schuldknechtschaft, die Schulden, das erkennt er nicht an. Aber das hier, die beiden anderen sind eigentlich ganz gut als Beispiele. True. I have witnessed him doing that. Rufus ist He is a volatile and confused fellow, that one. Ich würde Dooley gerne noch anbringen. Das Dooleys Diebstahl, ja auch, aber den kann ich natürlich nicht nennen, weil das in dieser Zeitlinie nicht passiert ist. Aber Dooley ist auch noch so ein schönes Beispiel für die Korruption der goldenen Regel. Also der Mann ist einfach nicht in der Lage der stiehlt ja nicht absichtlich, der nimmt sich einfach nur ein glänzendes Objekt. Und wenn du ihm das hinterher wieder wegnimmst, dann ist er eine Weile sauer oder traurig und hat vielleicht einen Wutanfall oder sowas, aber ich nehme mal dieses Argument auch noch, obwohl ich denke, ja, das ist das Schwächste, weil
His cruelty does seem to grow greater by the day. Das sind alle Beispiele, die mir einfallen. Pathetic. You will need to do a lot better than that. Also die erste Antwort scheidet aus, glaube ich. Aber ich werde mich immer im Kreis drehen. Ich werde immer wieder hier landen und am Ende... Oder er wird hier sowieso gleich sauer werden. Er ist ja hier schon fast sauer geworden. Die Frage ist natürlich, was passiert, wenn ich das mache. Aber ich bin einmal in der Lüge da durchgekommen. Schwierig. Ich will Proserpina. Sie sagt ausdrücklich, ich darf sie nicht verraten. Alles andere ist egal scheinbar im Moment. That is a very serious accusation, mortal. What sin have I committed? What evidence do you have to support it? Ihr habt ihr nicht etwa entführt und hier eingekerkert? Ihr habt hunderte Menschen schrecklich bestraft. Einige wurden für geringere Sünden bestraft, andere hatten überhaupt nichts verbrochen. Ja, das Argument ist gut. Und das ist, glaube ich, auch gut. Aber das wird dann nicht... Ich versuch's mal erstmal hiermit, weil das ist zu aggressiv. Das machen wir vielleicht, wenn wir hier nochmal herkommen, als späteres Argument. Every one of those people was guilty of failing to ensure their peers lived virtuously. They failed collectively, and so they were punished collectively. The Romans understand this, as did the Greeks before them. Kollektivrisch gilt da, wo ich herkomme, als eines der schlimmsten Verbrechen schlechthin. Wenn unsere Rollen getauscht werden, dann würde ihr auch nicht wollen, dass ich euch für die Sünden anderer Leute bestrafe. Ist ein gutes Argument. Frage ich, ob er darauf anspringt, weil ich natürlich damit mir wieder eine ziemliche Anmaßung leiste. Ah, but I am a god, and you are a mortal. Why would you expect me to treat you as I treat my own kind? You are not a peer. You are not a respected equal. Let me ask you this. Do you treat insects as you wish to be treated? Do you care for their well-being as you would your fellow man? Do you ensure they have food and shelter and protection from predators? Do you give them rights? Nein. Of course not, because that would be absurd, just as it would be absurd for me to treat your kind as equals. Das ist interessant. My love for her does not mean I am not superior, now that she is mortal. Inwiefern ist euer Heulvolk meinem... Das klingt gleich, seid ihr nicht so anders als die Menschen, wie ihr denkt. Oh, stimmt, also letztendlich ja, ist das, worauf ich eigentlich hinaus will, aber ich weiß nicht, ob ich das so direkt sagen darf. Where to begin? Our lifespans exceed yours by thousands of years. Also bist In du which auch Mortal. time we accumulate vast wisdom and a mastery of technology you cannot begin to imagine. Man durch Weisheit und Technologie über Lebensspanne. Ihr seid also nicht unsterblich. Gutes Argument. Aber ob ich ihm auf den Slip hinweisen soll, auf diesen Ausrutscher, dass er mir das verraten hat? Because that is the source of our power over you. Ihr seid also... Ihr meint also, ihr seid nicht verpflichtet, uns fair zu, weil ihr mächtiger seid? Ja. You could say that. Wie sagen schon die römischen Stoiker, behandelt eure Untergebenen so, wie ihr euren Vorgesetzten behandelt werden möchtet? My kin have no superiors. Aber sagtet ihr nicht super so unfair, es gibt eine Hierarchie innerhalb eurer Art? That is true. Go on. Behandelt ihr Menschen so, wie ihr es euch von Jupiter wünschen würdet? Make your point, mortal. Ich will damit sagen, wenn ich euch schon eure eigenen Regeln nicht befolgen könnt, wie könnt ihr dann erwarten, dass es Menschen tun? Let me ponder that for a moment. If you are right, then it would follow that all this time I have been in the wrong. But no. Ja, sehr menschlich. The very thought of Schuld it einen Fehler grieves me. eingestehen kann man nicht. How can I accept your argument when doing so would make me a tyrant and a monster? Das ist die Wahrheit. Ihr habt Gräueltaten begangen und müsst euch dazu bekennen.
Ihn als Menschen zu bezeichnen, in diesem ihr seid kein Monster, aber ihr seid nicht unfehlbar. Aber ihn gleichzeitig als Menschen zu bezeichnen, geht zu weit, glaube ich. Ich mach's trotzdem mal, weil das andere Argument mir noch aggressiver erscheint. Wait, what? What are you saying? Menschen machen Fehler, das liegt in unserer... Alle Menschen neigen dazu, Sünden zu begehen. Wir alle tun es, früher oder später. Menschen machen Fehler, das liegt in unserer Natur. You have spoken eloquently, and yet, if what you say is true, it follows that my wager was fatally flawed from the beginning. But that would mean Jupiter, Proserpinas' father, who knew more about you than anyone, proposed a wager I could never win. Why would he do that? Vielleicht hat auch er einen Fehler gemacht. Wollte er, dass ihr die Wette abgebt, damit Proserpina frei von euch ist? Vielleicht fühlte er sich von euch bedroht, weil er keine möglichen Herausforderungen auf Elysium haben wollte? Euch zurückgelassen, weil selbst eure eigenen Verwandten euch nicht wollten? Wollte er, dass er die Wette aufgibt, damit Proserpina frei ist? Ich glaube eher, er hat auch einen Fehler gemacht. Er hat die Logik selbst nicht erkannt. Er hat sich selbst in seiner Arroganz und Ignoranz gesonnt. Aber das wird zu einem Wutausbruch führen. A mistake? But he is the best and greatest of us. Vielleicht habt ihr, als ihr auch einige menschliche Schwächen angenommen. Damit könnt ihr ihn vielleicht kriegen. Ihr seid das auf keinen Fall. Your words sting me, mortal. But perhaps it is what I deserve. As difficult as this is to admit, I have suspected as much for a long time now. And I cannot deny it any longer. I've been so fixated on taking my beloved to Elysium that every time one of you sinned, it wore away my hope of being with her again. In time, I began to despise your kind for making her believe that you could ever be better than you are. But my rage was not born of malice. Quite the opposite. Everything I have done, I did because I loved her. Who knew this empathy of yours, which you celebrate so much, could have such a dark underside? This has gone on too long. It is time for me to let go of this form, of her, of all of you. But know this, if I abandon the wager and leave for Elysium, neither she nor your kind may ever ascend. Because doing so would violate the rules of my sacred agreement with Jupiter, and you would receive a hostile reception. The best I can do is return you to the land of the living. I will have Charon make arrangements to ferry the others. But as for you, be aware you will be separated from the rest. Warum? Once this exodus begins, the events that brought you to this moment will never have taken place, and you will have created a paradox. What will become of you is difficult to predict, but that is the risk you have taken by interfering in the natural flow of time. Now, are you ready? Yep. Farewell, mortal. Okay, aber es gibt noch andere Auslösungen. Also wir haben, glaube ich, das offiziell beste Ende erreicht. Aber ja, ich muss mal gucken. Ich werde vielleicht noch wirklich noch mal das ein oder andere Ende versuchen. Ich glaube wahrscheinlich, wenn ich versuche, mit allen zu entkommen, wird das schief gehen, nach dem, was ich jetzt erfahren habe in dem Gespräch. Weil er gesagt hat, dass er
die Sünde der Flucht aus diesem Reich besonders schwerwiegend auffasst. Und mich würde noch interessieren, was Proserpina damit meinte, ich soll mir ihre Krone schnappen und was damit zu erreichen wäre. Oder ob es letztendlich nicht doch immer nur wieder darauf hinausläuft, dass ich da zu ihm gehe und ihn überrede, die goldene Regel aufzuheben. Wir schauen mal, was wir jetzt hier noch als Ende letztes kriegen. Oh. Hi there. Siehst ein bisschen wie A bit Ulpis of aus. afraid. Thought I was in here alone. I'm Al. Schön. Ey, was? Ich bin hergekommen, um dich zu suchen. Well, here I am. I'm sorry, I didn't catch your name. Ich bin Srado. Ich hatte gehofft, du würdest wissen, wer ich bin. Nee, woher soll er das wissen? Hä? Wir sind uns doch nie begegnet. Ich bin doch nur seinem vergoldeten Leichennamen begegnet. Okay, vielleicht gibt es noch eine anderen Zeitstrang-Lösung, in der ich ihm lebend begegne. Und er kann sich dann aber nicht mehr an mich erinnern. Oh, did that lady in the forest send you in here after me? I guess I lost track of time, learning about the history of this place, and it is extraordinary. I'm fairly certain you and I are the first people to set foot in this city for about 2,000 years. Fortunately for us, the last person in here was a Roman man named Galerius, who inscribed an account into a tablet. Apparently, there was a community of 20-something people trapped in here, and living in fear of a curse they called the Golden Rule. They believed that if even one person sinned, an unknown god would cast them all into gold, like the 1,000 people who'd lived here before them. Then, one day, just as Galerius had finished praying for a good harvest at the shrine of Proserpina, an oracle appeared and told him how to solve the ills of the city, like saving the life of a dying woman, preventing the suicide of a man in debt bondage, freeing a falsely accused prisoner, foiling an assassination attempt, and so on. Meanwhile, the oracle walked up to the temple of the mysterious god, this one right here, and demanded an audience. And the doors just opened up to him. Nobody knows what went on in there, but Galerius wrote the oracle must have been more persuasive than Odysseus, because the next thing he knew, the ground shook and the voice of that god rang out over the city. The many have suffered long enough. Unfortunately, Galerius' account just sort of stops after that, leaving a lot of questions unanswered. What became of him and the other people who lived here? What happened to all the golden statues? And did this mysterious oracle single-handedly undo the curse that had terrorized people for hundreds of years? Eigentlich, dann klingt alles weit hergeholt. Dümmer sind verrückt. I don't know, it reads like an earnest account to me. Anyway, I think I found a way out through the aqueduct that brought water into the city. Follow me. Ich bin direkt hinter dir. Ja, ich hätte ihm jetzt sagen können, aber erstmal möchte ich jetzt nicht, nachdem wir alles geschafft haben, gerade die Sünde der Hochmut begehen. Und zum Zweiten würde er mir sowieso nicht glauben. Wie soll ich es beweisen? Ja, mein Inventar ist leer. Also. Okay. Schön hier. Macht er jetzt? I'm gonna pause here for a moment and make sure nobody else has ever lured into this temple. Ach so. Gute Idee. Wegen der You go on Falle ahead. ist wahrscheinlich I'll immer be noch there da. soon. Okay. Bisschen anders habe ich den Ort in Erinnerung. Aber gut. Oder? Nee, stimmt nicht. Nee, stimmt. Wir sind auch über diese Brücke gekommen. Stimmt. Ja, 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 doch. Jetzt erinnere ich mich. Doch, stimmt. Nur nicht, war dunkel halt.
Oh, Karen? You're back. But you're alone. Does that mean you didn't find Al? Ich habe ihn gefunden, er wird gleich hier sein. Oh, what a relief. Thank you so much. I was beginning to think you'd both become trapped in there. Waren wir. Why don't you tell me what you discovered while we wait? Ich habe herausgefunden, dass du nicht die bist, für die ich durchaus. Ich erinnere mich daran, dass ich dich vor 2000 Jahren getroffen habe. Ah, I see. I thought you might. Well, now you know. I suppose you have questions. Cool. Wer bist du wirklich? Naja, Caron, das wissen wir ja. You can just call me Charon, if you like. I am sorry I was not completely honest with you when we first met. Alles okay. I do not enjoy deceiving people. Believe me, I do not. But I have learned, from 5,000 years of experience, that most people find comfort in familiarity, in gradual change, Richtig. and coming to see the truth in their own time. Welche Wahrheit wäre das? That you died, of course. Ja, richtig. Dachte You ich were mir schon. dead when I brought you here. Ja. My role, as the servant of the god of the underworld, has always been to assist the chosen to cross the threshold from the land of the living to the land of the dead. Wie bin ich gestorben? Spielt das noch eine Rolle? So. Bisschen hatte ich die ungewisse Hoffnung, dass sie vielleicht irgendwie wirklich eingegriffen hat, weil sie mit auch erkannt hat, dass Pluto sich verrannt hat und mich deshalb als lebenden Typen aus der Zukunft tatsächlich hierher gebracht hat. Aber ja, nein. Offenbar ist dem nicht so. Wie bin ich gestorben? Usually, when people do not remember how they died, it is because they suffered a terrible trauma. Ja. Most souls would rather not remember. Ask yourself honestly, do you really want to know? Macht's einen Unterschied vor allen Dingen. Aber im Sinne des des Let's Plays fragen wir mal, damit wir wirklich die vollständige Geschichte mitkriegen. Ich glaube, es macht keinen Sinn. Also die schlauere Antwort wäre wohl das. As you wish. You were murdered. You made a purchase in a marketplace, and the change you received was, by mistake, a single silver coin of ancient origin. Ja. You were seen inspecting it, and soon after, you were set upon by two thieves. The shopkeeper who had given you the coin saw the scuffle break out and leapt to your aid. You both fought bravely, but your assailants were armed, and you were not. There was nothing you or your ally could have done. He died instantly at the scene, and you followed a few hours later. That man's name was Al Worth. You were each in possession of a sacred coin, called Charon's Opal by some. And so it was my duty to bring you Okay, aber here. warum haben die Diebe uns diese Münzen nicht abgenommen, wenn wir beide doch gestorben sind? Pluton sagte, die Münzen, die Elle und ich hatten, sind die letzten, die es gibt. Was bedeutet das für dich? It means I am now bereft of purpose. There is nobody else to ferry here. Nobody to keep you company. After 5,000 years, the underworld has finally run its course. Was ist an diesen Münzen so Besonderes? Könnt ihr uns ins Land der Lebenden zurückbringen? Das würde ich gerne fragen, aber wahrscheinlich können sie das sogar, aber werden sie nicht tun. Na, wir wissen ja, was an denen so besonders ist. Wir haben die Story ja eigentlich von Pluto schon erfahren, aber wir lassen es uns von ihr nochmal erzählen. Vielleicht hat sie noch eine andere Perspektive. Perhaps you have heard the tales of the Greeks and Romans burying their dead with a coin in their mouths to pay the ferrymen for passage across the river. Well, those stories contained a seed of truth, but not any coin would do. A long time ago, my master created 1,000 silver coins and had me distribute them across the world. My orders were simple.
Whenever a person died in possession of a coin, I was to locate them and ferry them here. Ja, Pluto erwähnte, das sei eine Münze. Letzte, was bedeutet das für euch? Oh ja, er hat keinen Purpose mehr, das wissen wir. It means I am now bereft of Ja, purpose. das hatten wir ja schon. There is nobody else to ferry here. Nobody to keep you company. Hat mich auch immer noch After wundert. 5,000 years, the underworld has finally run its course. Wir dürfen nicht nach Elysium als Menschen. Können die Menschen irgendwann also wir dürfen nicht aufsteigen. Erinnert ein bisschen sehr an Stargate gerade. Aber was ist, wenn die Menschen von sich aus die Technologie steuern wir unweigerlich auf entweder unseren eigenen Untergang oder einen Krieg mit Elysium hinaus? Oder wie? Also, I see no point in keeping you here. But I have to ask one thing. That you keep this to yourself. Look! Here comes Al now. Al! It's so good to see you. You were gone so long I thought I'd never see you again. Kinda lost track of time in there. You wouldn't believe what we found. The ruins of a long-forgotten city. And there was a tablet describing an oracle who confronted a god and undid an ancient curse. Sounds like quite a story. And I look forward to hearing all about it. But you two look exhausted. Why don't you hop in my boat and rest while I ferry you back to civilization? Sounds good to me. And you? Are you ready to go home? in Ordnung, Karin. Fahren wir. Ja, okay, ist von sicherlich... Oh, ein Jahr später, warte. Die Folge wird ein bisschen länger. Was ist eigentlich aus Proserpinas geworden? Das würde mich noch interessieren. Das konnte ich jetzt leider nicht fragen. Private Member Wing, currently exhibiting Ancient Rome, Ancient Greece, Ancient Egypt, Zoomer. Das Reception Hall. Weil sie ist ja immer noch sterblich gewesen zum Ende. Hey, you made it. It's great to see you again. After everything you've been through, I thought you might appreciate some good news. So after we got back to the real world, I started doing some research into the people mentioned in Galerius's tablet, and I found something strange. I'm sorry I've been so cryptic. I've been dying to tell you. I just really wanted you to see this for yourself. Why don't you head on down there? I'll catch up with you at the other end. Let me begin with a question. Would you say you know the difference between right and wrong? If even one person commits a sin here, every last one of us